Hallo meine lieben Menschen da draußen, es geht wieder los mit einer Folge Einfach Sanja. Ja, dieses Mal soll es um ein sehr großes Thema gehen und zwar die Angst. Und ich möchte vorab sagen, ich möchte nicht so gerne oder oft das Wort Angst benutzen, weil es einfach ein sehr angsteinflößendes Wort ist. Und deswegen spreche ich hier auch vor allem über ein ängstliches Gefühl, einen ängstlichen Gefühlszustand. Und da kommen wir auch schon dazu. Was ist Angst? Es ist einfach nur ein Gefühlszustand, ein ängstlicher Gefühlszustand. Ein Gefühlszustand genauso wie Verliebtsein, Wut und vieles mehr. Und das möchte ich gleich mal vergleichen für euch. Und zwar, wie ist es denn, wenn wir verliebt sind? Ja, alles ist schön, alles ist toll, der andere Partner ist ja perfekt und fühlt sich richtig an und wir wissen alle, man hat sozusagen eine rosarote Brille auf, man sieht alles so, wie man es sehen möchte. Man ist einfach geführt durch dieses wundervolle Gefühl von Verliebtsein und dementsprechend ist die Realität ein bisschen eingeschränkt und ja, man sieht Sachen, die vielleicht da sind und die man einfach nicht wahrhaben will, weil gerade alles schön ist. Und genau das ist es eben, was bei der Angst oder auch bei Wut ist. Unsere Sichtweise wird eingeschränkt. Warum? Weil wir durch dieses Gefühl geführt werden. Unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung, unser Körperzustand, alles wird von diesem Gefühl gesteuert und dementsprechend ist unsere Wahrnehmung, unsere Realität dem Gefühl angepasst oder eben vom Gefühl aus gesteuert. Ja, und was tun, wenn man dann eben ängstlich ist oder einen ängstlichen Gefühlszustand hat? Viele kennen das auch, vor allem Tinnitus-Leute, aber auch Morbus Meniere, Schwindel. Viele erleben das auch in Bezug auf verschiedene Lebenskrisen oder verschiedene Lebensumstände, psychosomatische Störungen. Was tun wir denn jetzt gegen diese Angst? Wichtig ist zu begreifen, dass sozusagen dein ganzer Körper, dein ganzes Dasein wird durch diese Emotionen in diesem Moment gesteuert. Das bedeutet, deine Gedanken, je nachdem, ob es Gedanken sind, Beispiel für Tinnitus-Leute, wenn es Gedanken sind wie, was stimmt mit meinem Körper nicht? Irgendwas stimmt da nicht, ich werde sterben oder je nachdem, was für Katastrophendenken da bei dir so hochkommt. Es wird von dieser Emotion gesteuert. Das bedeutet, das entspricht nicht der Realität, es entspricht deiner Realität zu diesem Zeitpunkt. Noch eine Sache, die man dabei beachten sollte. Hör mir gut zu. Es ist nie die Situation selbst, die die Angst auslöst. Es ist immer unsere Interpretation der Situation, die Angst auslöst. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel Tinnitus haben und dann macht dieser Tinnitus ganz komische Geräusche, es wandert auch, es klackert, es macht alles Mögliche und es macht uns Angst. Okay, was passiert da genau? Dieses Geräusch selbst ist einfach ein Geräusch vom Körper aus. Es ist einfach nur eine Veränderung und du hörst es aktiv. Unsere Interpretation davon ist, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht, irgendwas ist da falsch. Und das führt dazu, dass wir Angst bekommen, weil das soll ja nicht so sein. Das war vorher nicht. Also macht es uns Angst. Das bedeutet, dass es nicht diese Symptome selbst, die Angst auslösen sind, sondern unsere Interpretation. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen wiederhole ich diesen Satz nochmal. Und es ist wirklich nie die Situation selbst, die Angst auslösend ist, sondern unsere Interpretation dieser Situation, die Angst auslöst. Und da kommen wir schon zu Tipp Nummer 1, wie du aus diesem Strudel, dieser Interpretation, diesem gefühlsführenden Zustand entkommst. Und zwar, wie wir am Anfang gesagt haben, wird von dieser Angst geleitet. Deswegen, Tipp Nummer 1 ist, versuche den Fokus woanders zu setzen. Wenn jetzt zum Beispiel das, was in deinem Kopf passiert, den Tinnitus, welche Geräusche da gemacht werden, wenn dir das Angst macht, dann richte den Fokus nach außen. Geh raus, schau dir mein Video zu bewussten Spaziergang an und versuche das umzusetzen. Geh raus in solchen Zuständen und schau dir die Natur an, schau dir die Vögel an, schau dir die Blumen an. Konzentriere dich da wirklich auf den Fokus nach außen und somit wird deine Wahrnehmung geöffnet und du kannst aus diesem negativen Strudel wieder rauskommen. Und ja, ich weiß, Angst kann sehr angsteinflößend sein und man hat das Gefühl, man verliert den Boden unter den Füßen. Aber glaube mir, das ist nur ein Gefühl, du kannst nicht sterben, es kann dir nichts passieren. Versuche dieses Gefühl einfach da sein zu lassen, wie Freude, wie Wut, wie alles Mögliche. Und wenn es wirklich nicht auszuhalten ist, dann versuch den Fokus nach außen zu richten und dich sozusagen fokussiert und bewusst
abzulenken. Also du sagst, okay, Angst, du darfst da sein, aber ich richte jetzt meinen Fokus mal nach außen. Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Tipp schon mal ein bisschen helfen und stelle dich deiner Angst, sei mutig. Und in den nächsten Videos geht es auch schon weiter mit mehr Tipps, mehr Einführung, was Angst überhaupt ist, was sie mit uns macht und wie wir damit umgehen lernen können. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Mal wieder ist eine Folge vorbei. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst, gerne mir auch deine Angstsituation erläuterst oder auch Fragen stellst. Ansonsten freue ich mich über jeden Like, jeden Abonnenten und freue mich nächste Woche schon wieder weiterzumachen. Bis zur nächsten Woche. Tschüssi.